Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Das ist ein Unterschied, oder? Vergleichbar mit einer Satzmelodie in einem gesprochenen Text ist der Pinselduktus beim Malen. Und es macht schon einen Unterschied, ob ich schwungvoll einen interessanten Inhalt transportiere oder ob das Ganze eben langweilig und eintönig aussieht. Der Aspekt der Pinselführung wird beim Malen häufig unterschätzt. Man konzentriert sich eher auf andere wichtige technische Bereiche des Aquarellmalens, zum Beispiel Farben mischen, die Beschaffenheit des Papieres, die harten und weichen Kanten. Es gibt ja genug Dinge, die anstrengend sind beim Aquarellmalen und die wir beachten müssen. Aber die Pinselführung ist eins der ganz, ganz wichtigen Bereiche beim Malen. In diesem Sinne geht es heute um die Pinselführung. Ich bin ja klassisch ausgebildete Musikerin, wie ihr vielleicht schon wisst, und in der Handhabung eines Geigenbogens und eines Pinsels gibt es meiner Meinung nach einige Parallelen. Wenn man Musik studiert und sich ganz intensiv mit dem Geigespielen zum Beispiel beschäftigt, dann fängt man meistens an mit Bogenübungen. Der Bogen ist der verlängerte Arm des Musikers und beim Malen ist auch der Pinsel der verlängerte Arm des Malers. Und über den Bogen bzw. über den Pinsel drücken sich die Gefühle beim Malen am ehesten aus. Deshalb ist es so wichtig, um dein Bild auch locker und entspannt aussehen zu lassen, dass du auch locker und entspannt mit dem Pinsel umgehst. Und dafür gibt es ein paar Basic-Übungen, die du jetzt einfach mal ganz entspannt mit einem möglichst großen Pinsel machen kannst. Entlehnt sind diese Übungen aus der Geigenpraxis. Hier ist ein Geigenbogen. Und ich finde es wirklich sehr lohnend, wenn du das einmal ausprobierst. Wir können zunächst mal versuchen, ganz locker hier mit dem Pinsel zu schwingen, in diese Richtung das Handgelenk zu bewegen, ein bisschen die Schulter auch dazu nehmen, in diese Richtung. Dann kannst du diese Bewegung versuchen. All das mit einer ganz lockeren Haltung. Hier hängt der Pinsel quasi drin, ganz locker. Ich habe noch nicht den Pinselgriff, den ich später zum Malen verwende, sondern ich habe ihn ganz locker hier drin und versuche einfach nur ganz locker diese Bewegung zu machen, in jede Richtung, völlig entspannt. Dann, auch aus der Geigenpraxis, einmal nach oben krabbeln mit den Fingern, möglichst mit lockeren Fingerspitzen. Und wenn du das gut geschafft hast und da relativ schnell oben angekommen bist, gehst du wieder zurück. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber es geht auch, mit den Fingerspitzen zurückkrabbeln. Und wieder hoch und wieder zurück. Das sind wirklich so kleine Übungen, die erstmal ein Gefühl für den Pinsel geben und auch ein Gefühl für die Funktion des Pinsels als Verlängerung des Armes. Im folgenden Video möchte ich gern über 4 Aspekte der Pinselführung sprechen. Das ist erstens der Druck, zweitens die Geschwindigkeit der Pinselstriche, drittens die Richtung und ein ganz wichtiger Aspekt ist der Winkel, in dem du den Pinsel aufs Papier ansetzt. Und zu guter Letzt geht es um die Verbindung all dieser Elemente in ständiger Variation und Simultanarbeit, um ein lockeres Aquarell zu malen. Hierfür male ich ein kleines Motiv. Das wird ein einfaches Auto sein aus einem Städteaquarell. Und an dieser kompakten Form werde ich die verschiedenen Pinselstriche, die Simultanarbeit der einzelnen verschiedenen Pinselstriche dir versuchen zu zeigen. Für unsere heutige Übung brauchen wir gutes Büttenpapier. Ich verwende Arche-Papier Grain Fin 300 Gramm, ungefähr in DIN A4 Größe. 2 Pinsel von Da Vinci mit Rotmarderhahn, einmal die Größe 7 und einmal die Größe 12. Und die Farben Kobaltblau, Cadmiumfreies Cadmiumrot, Sienna gebrannt, Titanweiß und Neutraltinte. Für die folgenden Übungen arbeite ich mit einem Rotmarderhaarpinsel in der Größe 7. Dies ist eine mittlere Größe, die für das Zeigen der Übungen für mich jetzt vollkommen ausreicht. Es wäre gut, wenn du diese Übungen mit verschiedenen Pinseln in verschiedenen Größen wiederholst. Die Arbeit mit dem Flachpinsel werde ich heute nicht zeigen. Mir geht es erst einmal um die verschiedenen Möglichkeiten, die ein Aquarell-Rundpinsel bietet. Meine Farbmischung für diese Übung ist Kobaltblau mit Sienna gebrannt in einer mittleren Konsistenz. Das heißt nicht zu viel Wasser und genügend Pigment in der Mischung. Ich fange mit schräg aufgesetztem Pinsel an. Ich setze zunächst vorne die Spitze auf und drücke dann den gesamten Pinselkörper aufs Blatt. Ich bekomme hier einen Strich, der deutlich breiter ist, als der Pinselkörper erscheint.
Nun wäre die Aufgabe, gleichmäßige Striche zu ziehen, die allein durch den variierten Druck immer dünner werden. Hier muss ich einmal Farbe nachladen und versuche jetzt mit noch weniger Druck zu malen. Das Allerdünnste wäre dies hier. Es ist mir hier nicht so ganz gleichmäßig gelungen. Schön wäre es, wenn du es schaffst, ganz gleichmäßig immer dünner zu werden. Das Ganze kannst du natürlich auch umgekehrt versuchen. Ganz dünner Anfang und mit jedem Strich ein wenig mehr aufdrücken und dicker werden. Zum Schluss mit der gesamten Pinselbreite sehr dicke Striche erzeugen. Es ist sehr wichtig, hier die Möglichkeiten deines Pinsels kennenzulernen und zu wissen, wie breit und wie zart man mit ihm malen kann. Der zweite Aspekt für unser Thema ist die Geschwindigkeit des Pinselstriches. Wir wollen zunächst einmal üben, einen selbstbewussten und schnellen Pinselstrich zu setzen. Ich kann hierfür etwas mehr Wasser in die Mischung nehmen und dann bekommen wir auch eine weiche Verbindung zwischen den einzelnen Strichen. Schnell und selbstbewusst arbeiten, so dass man mit einem Strich von links nach rechts kommt. Kurze Striche nebeneinander oder das Tupfen des Pinsels, um eine größere Fläche zu füllen, funktioniert meistens nicht so gut. Also übe ruhig einmal den selbstbewussten und schnellen Pinselstrich. Manchmal gibt es natürlich auch Striche, die im Bild langsam ausgeführt werden. Das sind häufig Bereiche, die sich im Bildfokus befinden, in denen ich konzentriert und mit deutlich geringerem Tempo arbeite. Hier gibt es also durchaus langsam geführte Striche. Zum Beispiel so wie hier vielleicht ein Laternenpfahl oder Strommast oder ein sehr deutlich gemaltes Element wie hier ein kleiner Mensch mit langsam und geführten Strichen, die das Auge des Betrachters in diesen Bereich lenken. Beide Arten zu malen, schnell und langsam, sind wichtig und sollten für die Bildgestaltung eingesetzt werden. Die unbekümmerten, schnellen Striche und die langsam konzentrierten Striche. Variation und unterschiedliches Tempo ist im Bild besonders wichtig. Um deinen Pinsel wirklich gut zu beherrschen, ist es wichtig, dass du in jeder Richtung und von jedem beliebigen Ansatz kommend einen gut geführten Strich ziehen kannst. Von links nach rechts beginnend, beziehungsweise für die Linkshänder andersherum oder auch hin und her geführt. Und wieder schön schwungvoll und unbekümmert wäre Richtung Nummer 1. Dann kannst du natürlich von oben nach unten gleichmäßig dünne Striche probieren, vielleicht den kleinen Finger hier rechts auf dem Papier aufstützen und das Ganze dann in der Gegenrichtung von unten nach oben. Sehr wichtig sind auch die schnellen und selbstbewussten Striche in der Diagonale in beiden Richtungen. Als Ergänzung könntest du hier wieder probieren, nicht nur mit der Pinselspitze zu arbeiten, sondern auch mit dem Pinselbauch und entsprechend dickeren Strichen. Kommen wir nun zu Punkt 4 und dem Winkel, in dem wir den Pinsel auf dem Papier ansetzen. Wenn ich den Pinsel zum Beispiel sehr steil aufhalte, bekomme ich dünne Striche. Und wenn ich mit der Spitze ansetze und dann aufdrücke, werden die Striche breiter. Dies haben wir schon im ersten Abschnitt geübt. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, ihn komplett seitlich aufzusetzen. Ich arbeite so relativ selten, es gibt aber hier einen ganz schönen Effekt mit dem Aufreißen der Farbfläche. Für das Ausfüllen einer fest umrissenen Form, wie zum Beispiel eines solchen Quadrates, kann ich mit einem schräg angesetzten Pinsel eine größere Fläche in kürzester Zeit füllen. Mit dem Pinselrand gehe ich so an die Kante, dass ein gerader Abschluss entsteht. Ich nutze also die volle Breite des Pinsels und nur in den Ecken arbeite ich hier noch ein wenig nach. Hier siehst du, wie ich auch in verschiedenen Richtungen den Pinsel ansetze, um die Fläche zu füllen. Dies ist eine andere Art zu malen und sieht auch im Bild wirklich anders aus, als wenn ich das Quadrat mit einzelnen kleinen Strichen ausfülle. Die erste Variante ist schneller und lebendiger und sieht für mich auch einfach immer besser aus, als das langsame und zögerliche Ausmalen. Eine kleine Ergänzung zum Thema Winkelaufsatz fällt mir jetzt noch ein. Wenn ich zum Beispiel im ersten Farbauftrag sehr viel Wasser im Pinsel habe und eine leicht wässrige Mischung auftragen möchte, arbeite ich mit relativ steilem Pinsel, damit vorne aus dem Pinsel viel Wasser abgegeben wird. Wenn ich den Pinsel etwas schräger aufsetze, kommt weniger Wasser in die Fläche und ich kann etwas trockener arbeiten. Hier würde ich gar nicht von besser oder schlechter sprechen, es ist nur wichtig zu wissen, wie ich die Beschaffenheit des Pinsels einsetze, wenn ich wässriger oder eben nicht so wässrig arbeiten möchte.
Für eine flüssige Verbindung zwischen verschiedenen Farben halte ich den Pinsel eher steiler und sorge dafür, dass quasi zwischen Pinselkörper und Papier immer ein Tropfen Wasser für Aquaplaning sorgt. Nun versuchen wir, alle 4 besprochenen Aspekte der Pinselführung in einer fließenden Bewegung zusammenzuführen. In der Musik würde man sagen, wir spielen jetzt eine Etüde. All die verschiedenen Pinselstriche werden jetzt simultan, das heißt gleichzeitig, in verschiedenen Variationen eingesetzt, um ganz locker und schnell arbeiten zu können. Ich arbeite mit der Pinselspitze und dem Pinselbauch, mit diagonalen Strichen und wieder dem Pinselbauch und wieder der Pinselspitze. Lockere und spielerische Bewegungen, der Pinsel liegt dabei ganz locker in der Hand und kann ständig variieren. Hier kannst du noch einmal versuchen, den Pinsel zwischendurch zu drehen. So arbeite ich immer und versuche, meine Pinselstriche frisch und locker zu halten. Wenn ich hier ziemlich viel Farbe und nicht zu viel Wasser im Pinsel habe und den Pinsel einmal mit der Breitseite aufsetze, formieren sich die Haare vorne zu einer geraden Fläche. Dann drehe ich den Pinselkörper und versuche mit der Spitze des Pinsels weiterzuarbeiten. Versuche also einmal die Breitseite und die schmale Seite abzuwechseln und in einer fließenden Bewegung solch eine Reihe zu malen. Du musst es einfach ausprobieren. Es ist hier natürlich wichtig, einen entsprechenden Pinsel mit einem weichen Haarkörper zu verwenden. Bevor es gleich mit dem kleinen Automotiv weitergeht, möchte ich euch einmal kurz hinweisen, es gibt wieder eine eBay-Versteigerung die nächsten 3 Tage und es wird diesmal versteigert dieses Aquarell, die Ankerkette, ein Motiv, das ich im vorigen Jahr gemalt habe, und die eBay-Versteigerung wird wieder laufen 3 Tage. Ich habe diese Möglichkeit der Versteigerung der Bilder für mich entdeckt und finde, das funktioniert ganz gut. Ich kann mein Archiv ein wenig aufräumen und ihr bekommt ein originales Kunstwerk von mir per Post zugeschickt, wenn ihr denn der Höchstbietende bei dieser Versteigerung seid. Die Versteigerung endet am Dienstag, den 24. Januar um so ungefähr 16 Uhr. Und ich hoffe, dass das Bild dann zu einem guten Preis ein neues Zuhause findet. Die Preise, die ich dort auf eBay ansetze, sind sehr, sehr günstige Preise. Normalerweise kostet so ein Bild mehr, wenn man es in einer Ausstellung oder in einer Galerie kauft. Und ich glaube, das ist für euch eine ganz reizvolle Möglichkeit, so ein Original-Aquarell zu erwerben. Viel Glück bei der Versteigerung und jetzt geht's weiter mit unserem Motiv. Jetzt wollen wir die in der Theorie geübten Pinselstriche in einem kleinen Motiv umsetzen. Ich weiß nicht, ob es noch zeitgemäß ist, Autos zu malen. In meinen Bildern finden sich auch immer mehr Fahrradfahrer statt Autos, aber hier für unser Pinseltraining ist die kompakte und klare Form der Autos ziemlich gut geeignet. Ich werde ganz drastisch vereinfachen und nur auf die Hauptproportion achten, um dem Betrachter gerade so viel Information zu geben, dass er ein Auto erkennen kann. Ich beginne mit der relativ flachen Windschutzscheibe und setze dann einige Striche, um die Form des Autos grob anzudeuten. Die Skizze und auch das Referenzfoto schicke ich allen UnterstützerInnen dieses Kanals wieder per Mail zu. Der Schatten unter dem Auto ist eine sehr wichtige Form. Hier muss ich allerdings noch einmal radieren, weil er genau zur anderen Seite laufen muss. Das Licht kommt von links, also geht der Schatten nach rechts. Ich setze hier noch ein zweites Auto davor, dann wird unser kleines Motiv ein wenig interessanter. Jetzt beginne ich zu malen und wir schauen einmal, wie ich die verschiedenen Pinselstriche einsetze, um den Farbauftrag locker und frisch zu halten. Ich arbeite nun mit einem Rotmarderhaarpinsel in der Größe 12. Hier beginne ich mit dem aufgesetzten Pinsel, um die Fläche schnell zu füllen. Ihr seht, wie der Pinselkörper immer wieder angesetzt und dann heruntergedrückt wird. Dadurch gebe ich hinten aus dem Pinsel Wasser dazu, um die Pigmente gut miteinander zu verbinden. Die Strichrichtung variiert. Zügig geht es gleich weiter in die Windschutzscheiben der Autos. Und auch hier arbeite ich eher mit der Spitze und ihr könnt sehen, wie ich den Pinsel ab und an drehe, um einen anderen Winkel der Pinselspitze zu erhalten.
Grundsätzlich gilt, wenn du eine Fläche mit einem Strich füllen kannst, verwende nicht 10 Striche dafür. Etwas kontrolliertere Striche kommen in den unteren Bereich der Autos und auch hier kann man sehen, wie der Pinsel eigentlich ständig in der Hand locker gedreht wird. Dieser Rotmarderhaarpinsel ist schon etwas älter und die Spitze ist schon leicht abgenutzt. Deshalb drehe ich ihn relativ häufig, um einen präzisen Strich setzen zu können. Überschüssiges Wasser wird mit dem abgetrockneten Pinsel aufgesaugt und in die Räder und den unteren Bereich der Autos gebe ich etwas dickere Farbe hinein. Hier halte ich den Pinsel relativ steil, damit die dunkle Farbe, die vorn im Pinsel sitzt, gut eingearbeitet werden kann. In die Windschutzscheibe setze ich noch etwas Dunkelheit. Hier arbeite ich mit schnellen und zügigen Strichen. Jetzt wird einmal geföhnt, damit dieser Farbauftrag ganz trocken ist, bevor ich weiterarbeite. Wir sehen jetzt nach dem Trocknen, dass ich nicht überall harte Kanten zur Definition der Form erzeugt habe, sondern einige Kanten mit Wasser angeweicht sind und dadurch das Objekt an bestimmten Bereichen leicht verschwommen erscheint. Das ist Absicht und sorgt für einen malerischen Ausdruck im Bild. Mit trockenem Pinselstrich und wiederum der Pinselspitze setze ich einige gut geführte Detailstriche auf die Autooberfläche. Hier male ich noch ein Straßenschild in den Hintergrund und ich arbeite auch, wie vorhin gezeigt, mit dem Pinselbauch, um die Ränder des Schildes auszufüllen. Einige schnelle, diagonale Striche mit der Pinselspitze deuten den Raum auf der Straße an und fluchten alle auf einen gemeinsamen Punkt. Mit Cadmiumrot direkt aus der Tube setze ich die kleinen Rücklichter an die Autos. Einen großen Schatten im Bildvordergrund können wir noch einmal mit schnellen, schwungvollen und selbstbewussten Strichen einfügen. Ein wenig Titanweiß am Ende sollte natürlich auch nicht fehlen. Hier setze ich noch ein P in das Schild und gebe ein paar weiße Highlights überall dorthin, wo es mir passend erscheint. So, ich hoffe, dieser Film hat euch wieder gefallen und ihr habt Lust, jetzt auch die Übungen auszuprobieren und eure Pinselsprache immer variabler, interessanter und künstlerischer zu entwickeln. Wir freuen uns, wenn ihr hier auch in 2 Wochen wieder dabei seid. Wir freuen uns über ein Like oder einen Kommentar unter dem Video. Und natürlich besonderen Dank an alle, die uns hier auch schon finanziell unterstützen. Den Link zur Unterstützung via Steady gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu der Versteigerung auf eBay. Vielleicht sehen wir uns ja sogar am kommenden Dienstag, den 24.01. gibt es den Livestream für alle Unterstützer mit einem 10-Euro-Paket und wir malen dieses Motiv, was ihr dort hinten seht, die grüne Tür in Venedig, gemeinsam um 19 Uhr am Dienstag geht es los und ich freue mich schon sehr drauf. Für alle anderen geht es hier in 14 Tagen ganz regulär mit einem kleinen Film weiter auf YouTube und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.